Stell dir eine Stimme vor, kein Flüstern, sondern ein eiskalter, harter Befehl, der in deinem Schädel halt. Sie sagt dir, heute ist die Frist. Du hast genau 24 Stunden. Wenn du deine Flugbahn bis Mitternacht nicht änderst, stirbt die Person, von der du geträumt hast, sie zu werden. Und die Person, die du hast, wird zu deiner permanenten Haut. Das ist kein Film. Das ist dein Spiegelbild um 3 Uhr morgens. Und die Uhr hat gerade angefangen zu ticken. Du wachst auf, aber es ist kein normales Erwachen. Es ist dieses schwere, bleierne Gefühl in deiner Brust. Der vertraute Geist von morgen ist verschwunden. Jahrelang hast du dich selbst mit der Lüge gefüttert, dass morgen der Tag sein würde, an dem du beginnst. Morgen würdest du laufen, morgen würdest du arbeiten, morgen würdest du endlich aufhören, ein Feigling zu sein. Aber morgen ist gerade bankrott gegangen, du schaust auf dein Handy. 3:07. Dein Zimmer riecht nach abgestandener Luft und verschwendetem Potenzial. Du siehst die hablieren Energy-Drinks und das blaue Licht eines Bildschirms, der dein Gehirn seit Stunden verroten lässt. Du hast das Opfer so lange gespielt, dass du angefangen hast, die Aufmerksamkeit zu genießen, die dir dein eigenes Elend verschafft. Du denkst, die Welt schuldet dir eine Rettung. Aber heute hat das Universum aufgehört, deine Fehler mit Filzstift zu markieren. Heute schreibt es sie mit Blut. Du hast 24 Stunden Zeit, zu beweisen, dass du den Sauerstoff, den du atmest, verdienst. Die ersten 60 Minuten sind die härtesten. Dein Gehirn ist ein Meistermanipulator. Es ist ein Anwalt, der gerade sein Schlussplädoyer hält, warum du wieder schlafen gehen solltest. Ist es zu kalt? Deine Knie tun weh. Ein einziger Tag wird an 5 Jahren des Scheiterns nichts ändern. Du stehst im Badezimmer. Das Licht flackert. Du betrachtest dein Gesicht, die Schwellungen durch den schlechten Schlaf, die Augen, die ihren Funken verloren haben. Hier geben die meisten Menschen auf. Sie warten auf Motivation, wie auf einen Bus. Aber du kennst die Wahrheit. Motivation ist ein Gefühl, Disziplin ist ein Vertrag. Du ziehst deine Schuhe an, sie fühlen sich schwer an. Du trittst nach draußen. Die 4 Uhr Morgenluft treibt deine Lungen wie eine Eisplatte. Dein Verstand schreit. Go zurück! Aber du machst den ersten Schritt, nicht, weil du es willst, sondern weil du erkennst, dass du dich für einen langsamen, qualvollen Tod der Seele entscheidest, wenn du in diesem Bett bleibst. Du fängst an zu laufen. Es ist kein kinderreifer, mutiger Lauf. Es ist ein unbeholfenes, schmerzhaftes Schlürfen. Deine Lungen brennen. Dein Herz schlägt im Rhythmus des Bedauerns. Das ist die 40%-Regel in Aktien. Dein Gehirn sagt dir, dass du am Ende bist. Es versucht dich vor dem Schmerz zu schützen. Aber du fängst gerade erst endlich. Du bildest endlich die Hornhaut deines Verstandes. 12 Uhr mittags. 8 Stunden sind Das anfängliche Adrenalin ist verflogen. Jetzt versucht das Opferdasein, sich wieder einzuschleichen. Du bist in deinem Schreibtisch, bei der Arbeit oder in deiner Küche. Die Versuchung, dich mit einer Pause, einem Snack oder dem Scroll durch deinen Feed zu belohnen, ist überwältigend. Dein Verstand sucht nach einer Ausfahrt. Du hast den Lauf hinter dir. Du bist besser als gestern. Jetzt kannst du dich entspannen. Nein. Hier baust du deine mentale Rüstung auf. Du erkennst, dass dein Leben nicht wegen Pech zerbrochen ist.
Es ist wegen 1000 kleiner Zugeständnisse zerbrochen. Jedes Mal, wenn du Ja zum Komfort gesagt hast, hast du Nein zu deiner Größe gesagt. Du fängst an auszumisten. Du löscht die Apps, die deine Zeit stehlen. Du schickst die E-Mails ab, vor denen du schreckliche Angst hattest. Du betrachtest dein Bankkonto, deine Gesundheit, deine Beziehungen nicht mit Hoffnung, sondern mit brutaler Ehrlichkeit. Du hörst auf, deinen Eltern, deinem Ex oder der Wirtschaft die Schuld zu geben. Du erkennst, du bist der Bösewicht in deiner eigenen Geschichte. Und der einzige Weg, der Held zu werden, ist die Version von dir zu töten, die es liebt zu verlieren. 21 Uhr. Du bist erschöpft. Jeder Muskel schmerzt. Die Still der Nacht ist ohrenbetäubend. Du rackerst dich seit fast 8-10 Stunden ab. Die Welt schläft und die Versuchung, gut genug zu sagen, ist auf ihrem Höhepunkt. Du sitzt im Dunkeln. Das ist der Darkroom. Es sind nur du und deine Dämonen. Sie erinnern dich an jedes Mal, dass du zuvor gescheitert bist. Sie flüstern, dass du morgen früh einfach wieder dein altes Ich sein wirst. Sie sagen dir, dass du ein Adler bist, der zu lange dachte, sei ein Huhn. Und jetzt sind deine Flügel zu schwach zum Fliegen. Aber dieses Mal ist etwas anders. Du suchst nicht mehr nach einer Ziellinie. Du hast erkannt, dass es bei der 5-Stunden-Frist nie darum ging, eine Checkliste abzuarbeiten. Es ging um einen Identitätswechsel. Du fängst an, dich durch die Erschöpfung zu kämpfen. Du liest dieses Buch. Du planst die nächste Woche. Du machst sehen weitere Gesetze, während deine Arme zittern wie Espenlaub. Du versuchst nicht mehr, dein Leben zu reparieren. Du wirst zu einer Person, die ihr Leben repariert. Die Uhr schlägt 2:59. Die 24 Stunden sind Du stehst vor demselben Spiegel, vor dem du vor 24 Stunden standest. Du erwartest eine Verwandlung, eine neue Person, ein Leuchten, ein Zeichen des Himmels. Aber das tust du nicht, du siehst dasselbe Gesicht, dasselbe Zimmer, dieselben Narben, dieselben Problem. Und für eine Sekunde spürst du eine Welle der Wut. Ich habe alles getan, ich habe gepusht, ich habe gekämpft. Warum sie? Het alles immer noch gleich aus. Und dann in der Stille trifft dich die Erkenntnis wie ein Güterzug. Die 5-Stunden-Frist. Sie war nur vorgetäuscht. Es gab keine Stimme aus dem Universum. Es gab kein magisches Ende des Kampfes. Die verborgene Lebenslektion? Du hattest keine 24 Stunden Zeit, um dein Leben zu reparieren. Du hattest 24 Stunden Zeit, um zu erkennen, dass dein Leben immer ein Kampf sein wird. Die Heilung ist kein Ziel, an dem man sich hinsetzt und Limonade trinkt. Die Heilen ist die Tatsache, dass du aufgehört hast, vor dem Schmerz wegzulaufen und angefangen hast, in ihn hineinzulaufen. Du hast erkannt, dass die 24 Stunden nicht deine Welt verändert haben. Sie haben deinen Standard verändert. Du dachtest, du rennst gegen die Zeit. Das tust du nicht. Du bist gegen die Version von dir angetreten, die schwach bleiben wollte. Die 24 Stunden sind vorbei. Aber die Uhr für den Rest deines Lebens hat gerade erst angefangen. Nun, was wirst du in der nächsten Minute tun?